Im Borealwald nahe der Stadt Jasper führte der sommerliche Nektarmangel dazu, dass viele Tiere bei ihrer Nahrungssuche erschöpft waren. Die Bärenmutter war einst gesund, doch nun fällt ihr grauschwarzes Fell stellenweise aus und ihr Körper ist sichtbar abgemagert. Das Bärenjunge war erst wenige Monate alt, noch ungeschickt und mühte sich ab, im Boden zu graben, um ein paar Beeren zum Überleben zu finden. Als die Bärenmutter den reichhaltigen, süßen Duft von Honig aus einem großen Bienenstock wahrnahm, der hoch oben auf einem morschen Ast hing, wurde sie sofort aufmerksam. Es kletterte mit sicheren Schritten empor, seine großen Krallen umklammerten den feuchten Baumstamm, der seit vielen Jahren verrottet war. Als es ankam, umklammerte es mit seinen Vorderbeinen einen großen Ast und versuchte, den Bienenstock näher heranzuziehen, um Kraft zu schöpfen und Mutter und Kind zu retten. Doch die alten, morschen Äste konnten das Gewicht nicht tragen, ein kaltes, trockenes Knacken ertönte und brachte den Wald zum Schweigen. Die Bärenmutter stürzte mit dem abgebrochenen Ast zu Boden, der große Baumstamm drückte auf ihre Brust und Schultern, ihr Kopf schlug hart auf den nassen Boden. Es fiel sofort in Ohnmacht, und das Bärenjunge, das daneben stand, zitterte und stieß verzweifelte Schluchzer aus. Das Bärenjunge umkreiste seine Mutter unaufhörlich und stemmte sich mit seinen winzigen Beinchen gegen die schweren Äste, was aber nur dazu führte, dass Blätter und Erde vergeblich aufgewirbelt wurden. Seine Augen waren voller Angst, sein Blick leer, als ob er nicht verstünde, warum seine Mutter nicht an jedem Tag aufstand. Der Himmel verdunkelte sich, dunkle Wolken bedeckten den Wald und kalte Feuchtigkeit sank langsam zu Boden. Plötzlich setzte ein Sommerregen ein, das Wasser drang durch das dünne Fell und ließ den Körper des Bärenjungen erzittern. Es lag eng an die Brust seiner Mutter geschmiegt und versuchte, die letzte Wärme, die noch in seinem kleinen Körper vorhanden war, weiterzugeben. In der Ferne hallte das Heulen der Wölfe wieder, ihre Schatten huschten kurz zwischen den schwarzen Kiefern hervor, wie Geister auf der Jagd nach Beute. Bei jedem Geräusch, das näher kam, stand das Bärenjunge auf, um seine Mutter zu beschützen, und stieß einen schwachen, aber heftigen Ruf aus, um sie zu verteidigen. Die Bärenmutter blieb bewusstlos, ihr Atem ging schwer und unregelmäßig, wie ein zerbrechlicher Faden, der jeden Moment vom Wind durchtrennt werden könnte. Die Nacht war so lang, dass es keinen Morgen gab, der Regen im Wald fiel stetig wie das verzweifelte Ticken der Zeit. Doch das Bärenbaby ging nicht weg, denn in der Welt, die es kannte, war seine Mutter alles. Am nächsten Morgen erhielt das Ranger-Patrouillenteam die Meldung, dass eine Bärin ihre übliche Futterroute verlassen hatte. Ranger Daniel Harper, der die Bären gut kennt, bemerkte die zerkratzte Rinde und den Honig auf dem Boden. Das nasse schwarze Fell und der aufgewühlte Boden zogen sich wie eine dringende Botschaft durch die Stille des tiefen Waldes. Daniel gab dem Team ein Zeichen, leiser zu sein, um das Jungtier nicht zu erschrecken oder Raubtiere anzulocken. Sie folgten dem Duft von Honig, vermischt mit dem Geruch eines nassen Bärenkörpers, und die schwachen Schreie wurden immer deutlicher hörbar. Schließlich bot sich ihnen ein herzzerreißender Anblick. Die Bärenmutter war bewusstlos, von einem Ast erdrückt, ihr Junges lag dicht neben ihr. Das Bärenjunge drehte sich um und blickte sie an, ein kleiner Hoffnungsschimmer in seinen Augen, nicht mehr so wild verteidigend wie sonst. Daniel verstand, dass das Bärenjunge so verzweifelt war, dass es lieber Menschen vertrauen würde, als seine Mutter zu verlieren. Er ordnete die Vorbereitungen für die Notfallrettung mit absoluter Feinfühligkeit in jeder einzelnen Handlung an. Im tiefen Wald entscheidet jetzt die Zeit darüber, ob man eine Familie überlebt oder verliert. Das Rettungsteam brachte eine Reihe von Schwerlastkettenzügen mit, die häufig zum Entfernen umgestürzter Bäume nach Stürmen verwendet werden. Daniel beugte sich tief vor und sprach mit leiser Stimme, um die Bedrohung für das nervöse Junge zu verringern. Das Bärenbaby stand still, klatschnass, aber seine flehenden Augen waren auf seine Mutter gerichtet. Ein anderer Ranger wickelte ein Kabel um einen großen Baumstamm daneben, um einen sicheren Verankerungspunkt zu schaffen. Die an dem Ast befestigte Kette hielt die Bärin fest, jede Bewegung erfolgte langsam, um einen starken Schock zu vermeiden. Daniel holte tief Luft und gab damit das Zeichen, langsam zu ziehen. Das Geräusch der sich spannenden Kette hallte leise, aber angespannt in der Stille des Waldes wieder. Der Ast bewegte sich Zentimeter für Zentimeter, als kämpfe er gegen Schwerkraft und Zeit an.
Schlamm und Regenwasser tropften herab und hafteten an dem schwarzen Fell der Bärenmutter wie ein Zeichen ihrer Not. Als die Lücke groß genug war, packten 2 Ranger die Bärin schnell und zogen ihren schweren Körper aus der feststeckenden Stelle heraus. Der Geruch feuchter Erde und der heiße Atem des Bären vermischten sich in der dicken, angespannten Luft. Daniel überprüfte seine Atmung, seinen Herzschlag und seine Pupillenreflexe, seine Hände zitterten trotz der gefährlichen Situation nicht. Um den Patienten zu stabilisieren, wurden sofort Schmerzmittel und Antiepileptika verabreicht. Das Bärenjunge näherte sich, berührte sanft mit seiner Nase die Schnauze seiner Mutter, und der Laut, den es dabei von sich gab, klang wie ein Ruf aus tiefster Seele. Viele Ranger wandten sich ab, weil der Moment so real war und die Herzen der Menschen berührte. Das Team legte die Bären sofort auf eine spezielle Trage und bereitete den Transport zur Tierstation vor. In der Veterinärstation des Jasper Forest wurde die Bärenmutter in den Röntgenraum gebracht, um das Ausmaß ihrer Verletzungen festzustellen. Die Ergebnisse zeigten, dass es glücklicherweise keine Knochenbrüche gab, sondern nur Weichteilverletzungen und einen schweren Schock nach der Gehirnerschütterung. Die Bärenmutter wurde auf eine weiche Matratze gelegt, erhielt intravenöse Flüssigkeit und ihre Atmung wurde in einer ruhigen Umgebung kontinuierlich überwacht. Das Bärenjunge wurde in einen Käfig neben dem Bären gesetzt, nicht weit entfernt, um ein psychisches Trauma zu vermeiden. Es herrschte Stille, alle warteten gespannt auf den Moment, in dem die Bärenmutter die Augen öffnete. Die Zeit verging langsamer als sonst, jede Minute schien eine Stunde zu dauern. 2 Stunden später zitterten die Augenlider der Bärin leicht, ihre Atmung wurde gleichmäßiger und ihr Keuchen kehrte zurück. Das Bärenbaby spürte es zuerst und stieß einen zitternden, hoffnungsvollen Laut aus. Die Bärenmutter öffnete langsam die Augen, müde, aber ihr Blick suchte sofort nach ihrem Mann. Als sich die Käfigtür öffnete, stürzte das Bärenjunge los, um den Hals seiner Mutter zu umarmen und rieb ihr wiederholt den Kopf, als hätte es Angst, sie wieder zu verlieren. Die Bärenmutter war schwach, versuchte aber dennoch, ihn zurück zu umarmen, ihr Atem war leicht, aber ungemein warm. Niemand sagte etwas, denn dieser Moment brauchte keine Worte, um das Herz des Zeugen tief zu berühren. Es war der Augenblick, in dem das Leben dem Nichts entstiegen war. In der rauen Wildnis wird mütterliche Liebe zur stärksten Heilkraft. In den folgenden Tagen erholte sich die Bärenmutter deutlich, ihre Augen strahlten vor Leben. Nur 2 Tage später konnte die Bärenmutter schon stehen und langsam, aber stetig gehen. Der Schmerz ist noch da, aber der Wille und der Instinkt, das Kind zu beschützen, machen ihn umso stärker. Das Bärenjunge weicht seiner Mutter nicht von der Seite wie ein kleiner, aber beharrlicher Schatten. Daniel und die Ranger beschlossen, Mutter und Kind dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören, in den unberührten Wald. Das Auto hielt am Waldrand, Sonnenlicht schien durch die Blätter wie ein sanfter Gruß. Als sich die Käfigtür öffnete, machte das Bärenbaby ein paar Schritte nach vorn und drehte sich dann um mit einem kleinen Schrei nach seiner Mutter zu rufen. Die Bärenmutter folgte, langsam, aber entschlossen und voller Freude, in die Freiheit zurückzukehren. Daniel stand aus der Ferne da und beobachtete das Geschehen, die Hand leicht auf der Brust, als wolle er seine Gefühle im Zaum halten. Die Bärenmutter blieb einmal stehen, drehte den Kopf und blickte den Menschen, der sie gerettet hatte, in stillem Verständnis an. In diesem Blick lag keine Furcht, nur eine tiefe, unbeschreibliche Erinnerung. Mutter und Kind gingen allmählich tiefer in den Wald hinein, wo die Kiefernadeln raschelten, als würden sie wieder ein Friedenslied singen. Die Sonne schien vom klaren blauen Himmel, kein Regen mehr, keine kalte Nacht mehr. Der Sommer im borealen Wald schien nach einer langen Nacht des Kampfes um Leben und Tod gerade erst wieder etwas Wärme gewonnen zu haben. Daniel atmete erleichtert auf, denn er wusste, dass er das Richtige getan hatte. Die Natur ist manchmal grausam, aber sie weiß auch, wie sie mit atemberaubend schönen Momenten antwortet. Und die Geschichte von Mutter-Kind-Liebe wird noch lange in den Erinnerungen des tiefen Waldes fortleben.